Servus Leute, wir haben heute die neuen James Barrow Dachzelte bekommen. Die sind gerade angekommen und wir schauen gleich mal nach. Ich bin so glücklich, wie toll. Und zwar haben wir gleich 3 Stück bekommen, und zwar alle 3 Farben. Weiß haben Johnny und ich schon beide in Portugal gesehen. Von daher tendiere ich eher zu schwarz oder grau. Vor allem das Metallic Grau könnte ganz cool aussehen. Die neuen Zelte sind vom Typ her komplett anders. Das heißt, die haben eine neue Schale, einen neuen Stoff, neuen Mechanismus. Also hier haben wir die 3 Zelte. Damn, boy. Du musst nicht helfen, Johnny. Ach schon, das fällt um. Das wäre nicht so gut für die Versicherung. Schauen wir mal, dass das Ganze nicht der erste Odyssey-Versicherungsfall wird. Jetzt natürlich vor ganz neue Probleme. Können wir kurz die Kameras ausschalten? Als ob ich noch nie im Leben was anderes gemacht hätte. So. Das Gute ist, von Patrick kann man immer alle Sachen klauen. Das stört den gar nicht. Bereit? Richtig rum. Wie immer haben wir hier die Klammern. Die sind jetzt seit einem knappen Jahr neu. Das heißt, das sind nicht mehr diese ganz normalen U-Bügel, sondern wir haben hier Klammern bestehend aus 2 Teilen. Die gehen unten an die Schiene ran, von vorne und hinten, und werden quasi mit dieser einen Schraube aneinander geschraubt. Dafür sind wir aber heute nicht hier. Durch die Pappe an der Seite ist das Ganze auch sehr fest, selbst zu fest für Johnny. Das ist auch schon mal gutes Training für Weihnachten, was das Auspacken angeht. Ah, so ist schon besser. Oh, leicht. Also, was man hier sehen kann, wir haben ähnliches Prinzip wie bei den anderen Dachzelten. Wir haben unten Schienen langlaufend. Den einen Teil der Klammer hebt man quasi über den Querträger am Fahrzeug, lässt das Ganze runter, nimmt dann das Gegenstück, macht das an der anderen Seite dran. Und was wir hier neu haben, wir haben hier verschiedene Rillen. Das heißt, hier sind schon 2 Schienen montiert. Wir könnten die aber auch theoretisch umsetzen, um eine andere Breite zu bekommen. Wenn man das Ganze jetzt extrem fest machen möchte, könnte ich auch beide Schienen verwenden und das Ganze dadurch dann eben anstelle mit 4 Halterungen mit 8 Halterungen festmachen zu können. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt ganz alleine das ganze Zelt aufgebaut und verschraubt. Jetzt würde ich sagen, lüften wir mal den Deckel, zeigen mal, was wir haben. Und zwar ist das hier das neue James Barrow Dachzelt. Von der Frontier-Serie. Und das Modell ist eben das erste, das rausgekommen ist. Das Odyssey ist prinzipiell, wir machen es gleich mal auf, ist es sehr ähnlich mit dem James Barrow Evasion, zumindest auf den ersten Blick. Wenn man auf den zweiten Blick ist eigentlich bis auf 2, 3 Komponenten alles anders. Wir drehen erstmal eine Runde, machen es auf und schauen uns das dann nochmal ganz schnell an. Wir haben hier das gleiche Konzept erstmal wie bei der Evolution-Serie. Wir haben einen Solarlüfter oben drauf, um nachts die feuchte Luft von drinnen nach draußen zu bringen. Wir sehen hier schon, wir haben 4 Punkte, um Querträger zu befestigen, um ein Kajak oder ähnliches mitzunehmen. Wir sehen auch sofort, dass die Oberschale anders geformt ist. Wir haben hier viel mehr Kurven. Wir haben hier so einen kleinen Windabweiser für einen Solarlüfter, dass das Ganze eben noch aerodynamischer ist. Wir sehen auch hier hinten schon, dass wir andere Verschlüsse haben. Die sind jetzt aus Kunststoff gefertigt, können daher weder einfrieren noch verrosten. Wir sehen hier diesen eleganten Schriftzug mit dem neuen Logo, was quasi der eine oder andere wird sofort erkennen, dem offenen Zelt entspricht, dem Zeltstoff. Links unten sehen wir noch das Modell, quasi Odyssey in der Größe M, sprich 1,40 auf 2 Meter. Wir können gleich mal mit den Unterschieden anfangen oder weitermachen. Die Schale ist jetzt aus ABS mit einer Thermoform, mit dem Thermoformverfahren und nicht mehr mit 3 Lagen GFK-Streichen. Das heißt, wir haben hier eine 4 mm dicke ABS-Platte, die eben direkt im Werk in Form gebracht wird. Oben drüber ist nochmal eine UV-beständige Schutzschicht, Acrylglas, kann man sagen. Machen wir es doch erstmal direkt auf. Dafür öffne ich hier diese Verschlussklammer und ebenso das gleiche eben auf der anderen Seite. Und jetzt kann ich das Ganze hier hinten schon ein bisschen anheben und die Luft reinlassen. Vorne sehen wir, was wir nicht sehen. Vorne haben wir nämlich gar keine Klammern mehr, gar keine Klemmen mehr.
Wir haben hier einen Clips, der die Schale im geschlossenen Zustand quasi da reindrückt, ist auch patentiert und ist so einmalig auf dem Markt. Das heißt, wenn ich das Ganze hier ein bisschen nach hinten drücke, kommt das Ganze auch vorne schon hoch und steht. Jetzt sehen wir direkt den nächsten Unterschied. Und zwar sehen wir hier das Moskitonetz, den schwarzen Bereich sozusagen, und hier unten den festen Zeltstoff. Und das ist extrem flach gehalten, wodurch man eben diese 360° Panoramasicht noch mehr hat wie bei der Evolution-Serie. Wir können sogar das Fenster hier entlang, hier rüber in einem komplett aufmachen. Dazu in einem anderen, längeren Erklärvideo mehr. Wir sehen auch, wir haben hier einen komplett anderen Zeltstoff. Der ist dreilagig, extrem dick, wirkt nochmal kälteisolierend, lärmisolierend und sorgt für eine 100%ige Dunkelheit im Zelt, wenn man alles zumacht. Hier haben wir gleich zwei Sachen. Zum einen haben wir hier, machen wir das hier mal auf, dass man es auch sieht, wir haben hier ein festes Fenster. Das heißt, wir können das Ganze auch bei Regen offen lassen und haben eben Licht mit drinnen durch dieses Fenster, was eben aber auch so funktioniert, dass es Licht reinlässt, aber man kann nicht wirklich reinschauen. Das kennt man vielleicht schon, ein oder andere kennt vielleicht auch unsere Markisen, die haben das bei den Seitenwänden genauso, so blickdichte Fenster. Eine Sache noch, die wir vielleicht hinten auch noch kurz ansprechen können, wir haben hier keinen Gurt mehr wie bei der Evolution-Serie, sondern wir haben hier einen Griff, mit dem man das Zelt dann sozusagen hinten zuzieht. Das heißt, man muss sich nicht mehr nach oben strecken. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, was der Stoff kann. Kein anderer Hersteller sagt, zieh an meinem Stoff, um das Zelt zu schließen, weil kein anderer Hersteller so den Stoff hat. Dann schauen wir mal jetzt nochmal fix rein. Ich weiß nicht, ob man was sieht. Ist wahrscheinlich sehr dunkel aufgrund der dicken Lagen des Zeltstoffs. Wir sehen, dass wir vorne hier den Reißverschluss öffnen können und eben seitlich dann das ganze Fenster komplett öffnen zu können. Wir sehen auch hier die Dämpfer an den Seiten. Die werden nicht mehr wie beim anderen Verfahren arretiert, indem man sie aufdrückt, sondern ich habe hier hinten einen kleinen Clipser, dazu auch im anderen Video mehr, den ich einfach nur mit einem leichten Push zu mir herdrücke und dann steht das Ganze. Und ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, das Ganze noch ein paar Millimeter zu verdrehen. Das sollte mein Zeltstoff irgendwann mal ein bisschen ausleiern nach ein paar Jahren und ein bisschen mehr, nicht mehr so straff sitzen. Drehe ich das ein paar Millimeter hoch und habe wieder einen straffen Zeltstoff. So viel zum allerersten Eindruck vom James Barrow Dachzelt. Wir werden noch mal ein weiteres Video machen mit allen Details, allen Unterschieden, allen Neuheiten, die das Zelt hat, die es so bisher nicht auf dem Markt gibt. Am besten subscribt uns, damit ihr dann auch über alle Informationen über das neue Zelt direkt informiert werdet. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne mal vorbei, schaut es euch an, besucht uns auf Messen und lasst ein Like da. Und jetzt raus mit euch.